In der Bibel gibt es die Story, dass Moses die 10 Gebote erhielt, in Steintafeln gemeißelt. Und tatsächlich diese 10 Gebote, die es in der Bibel gibt, die gibt es in fast allen Bereichen, auch im Immobilienbereich. 10 Gebote, und wenn du die beachtest, dann wirst du wirklich erfolgreich bei Immobilien werden und das wird dein Gamechanger sein. Gebot Nummer 1, was ich beobachtet habe, und zwar ist das eine alte Regel von Warren Buffett, gar nicht aus dem Immobilienbereich, sondern rein aus dem Investmentbereich grundsätzlich heraus. Und zwar sagt Warren Buffett, kauf $1 für 50 Cent, dann hast du schon gewonnen. Und genauso ist es bei Immobilien. Wenn es dir gelingt, Immobilien um den halben Preis oder ich sage zumindest 30 bis 40% unter Marktpreis zu kaufen, dann ist das schon der erste ganz, ganz wichtige Punkt, wo du wesentliche Vorteile hast gegenüber deinen Mitbewerbern. Zweitens, es zählt immer, und dieser Punkt geht eigentlich sehr Hand in Hand mit dem ersten, es zählt immer der Einkaufspreis. Lass dich also nicht blenden von irgendwelchen alten anderen Regeln, wenn es darum geht, jetzt Lage, da sind wir jetzt auch schon bei Punkt Nummer 3, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber noch wichtiger als Lage, das kann ich dir verraten, ist erstens der Einkaufspreis, zweitens der Einkaufspreis und drittens der Einkaufspreis. Und das ist unabhängig davon, ob es sich um Wohnimmobilien handelt, ob es sich um Gewerbeimmobilien handelt, ob es sich um eine Wohnung im Ruhrgebiet oder um ein Mehrfamilienhaus in Palma handelt. Also, wir fassen jetzt schon mal zusammen. 3 Punkte. Der erste Punkt, kauf $1 für 50 Cent. Achte eben, wie gesagt, auf den Einkaufspreis. Und drittens natürlich die Lage. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Der vierte Punkt, wo ich darauf achte, ich suche prinzipiell immer Objekte, wo es ein gewisses Aufwertungspotenzial gibt. Also das sind Objekte, wo entweder längere Zeit keiner drinnen gewohnt hat, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Es ist ja grundsätzlich so, wenn du relativ neue Immobilien kaufst oder neuwertige Immobilien, dann gibt es relativ wenig Spielraum. Das heißt, wenn du eine neue Immobilie kaufst vom Bauträger direkt, dann ist ein relativ fixer Preis. Das heißt, du hast den Grundpreis, du hast die Baukosten plus einen Aufschlag für den Bauträger und da kannst du normalerweise nicht wirklich gut verhandeln. Du kannst dann gut verhandeln, wenn es sich um eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus handelt, das schon etwas heruntergekommen ist, schon etwas abgewohnt ist, das entweder modernisiert, renoviert oder vielleicht sogar saniert werden muss. Wenn also einer dieser Punkte zutrifft, dann hast du plötzlich Verhandlungsspielraum, dann hast du plötzlich Möglichkeiten, einen besseren Preis herauszuholen. Also merk dir, die vierte Regel ist, du brauchst Objekte mit einem gewissen Aufwertungspotenzial. Und ja, fünfter Punkt, um bei Immobilien erfolgreich zu sein, verkaufe niemals in der Krise, mach niemals das, was alle anderen machen, sondern sei gerüstet, dass du gegen den Markt agieren kannst. Das heißt, dann in der Krise, wenn alle verkaufen, müsstest du eigentlich die Kriegskasse voll haben und so viel Spielgeld haben, dass du noch zukaufen kannst. Das ist so ähnlich letztlich wieder wie bei Aktien. Du musst also dann zuschlagen sozusagen, wenn die Preise im Keller sind. Und ich sage, es gibt immer wieder unabhängig der Wirtschaftslage gute Schnäppchen, gute Möglichkeiten und gute Chancen. Das heißt, du selbst kreierst auch deine persönliche Wirtschaftslage, aber unter der einen Voraussetzung, dass du in Krisenzeiten nicht das machst, was alle machen, und zwar nicht, wenn alle verunsichert sind und alle in Panik geraten, zu verkaufen. Das war jetzt der Tipp Nummer 5. Die weiteren 5 Punkte verrate ich dir gleich, aber dafür switchen wir jetzt mal an einem anderen Ort in dieser wunderschönen Location. Der 6. Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, wenn du im Immobilienbusiness erfolgreich sein willst, dann gilt das Gleiche, was für die meisten Arten von Business gilt. Du musst in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und du musst vor allem in der Lage sein, rasche Entscheidungen zu treffen. Sehr, sehr oft gibt es Gelegenheiten. Ich will dir ein Beispiel nennen. Vor einiger Zeit ruft mich ein Bekannter, ich bin gerade in den USA unterwegs, an und sagt, pass auf, wir haben eine Möglichkeit, hier eine Immobilie im Wert von 900.000 um ca. 600.000 zu kaufen. Wir müssen aber binnen einer Woche eine Anzahlung von 60.000 am Tisch legen. Das heißt, wenn ich damals nicht so schnell gewesen wäre, binnen einer Woche das zu schaffen, dann wäre das Ding weg gewesen. Also du musst manchmal wirklich in der Lage sein, schnell zu agieren, schnelle Entscheidungen zu treffen.
Der 7. Punkt ist der, mach Risikosplit, setz nicht alles auf ein Pferd. Das heißt, wenn du dich entschieden hast, in eine gewisse Kategorie von Immobilien zu investieren, dann investiere vielleicht trotzdem nicht nur in eine Kategorie, nicht nur in Studentenwohnungen, sondern mach mal auch zwischendurch eine größere Wohnung, mach vielleicht ein Mehrfamilienhaus, mach nicht alles am gleichen Standort. Es bringt also nichts, wenn du jetzt dein ganzes Vermögen sozusagen auf einen Standort setzt, oder wenn du jetzt noch einen Standort vielleicht nimmst, wo es einen Arbeitgeber gibt, so wie in Wolfsburg, dann wäre das ganz unvernünftig. Also versuche in unterschiedlichen Märkten zu agieren. Wenn du auf Deutschland, Österreich oder Schweiz setzt, dann nimm zumindest unterschiedliche, vielleicht auch Städte mal. Wenn du ein bisschen mutiger bist, dann kannst du beispielsweise in Deutschland, auf Mallorca investieren und parallel vielleicht auch nochmal ein bisschen was in Österreich. Ja, also das wäre die zweite, also die nächste Empfehlung, mittlerweile Punkt Nummer 7. Dann Punkt Nummer 8, was für mich immer entscheidend war, egal in welchem Business, und das gilt natürlich auch fürs Immobilienbusiness, lerne von den Besten. Wenn du groß werden möchtest, dann musst du von Menschen lernen, die bereits groß sind, die bereits vieles geleistet haben und die wissen, wie das geht. Der 9. Punkt, keiner gewinnt alleine. Wenn du große Spiele spielen willst, dann such dir Partner. Bring dich ein in Netzwerke. Baue selbst Netzwerke auf. Vernetz dich mit anderen erfolgreichen Menschen. Und wenn Projekte auch da und dort mal wirklich groß sind, es spricht auch nichts dagegen, mal ein Projekt mit jemand anders gemeinsam abzuwickeln. Du lernst viel dabei und wirst daran wachsen. Und damit sind wir auch schon beim 10. und letzten Punkt. Wenn ich sage, keiner gewinnt alleine, besser manchmal ein geteilter Gewinn als gar kein Gewinn. Und ich sage, das Immobilienbusiness lebt wie jedes andere Business vom Netzwerken, vom Geben und Nehmen, und bring dich einfach ein in Partnerschaften, geh hinein auch in Pools, wo Menschen miteinander Deals tauschen, wo Deals geteilt werden, wo Deals gemeinsam abgewickelt werden, in Kooperationen, in vielleicht auch Projektgesellschaften. Hab also keine Scheu davor, auch mal Dinge zu machen, wo du nicht alleine alles entscheiden kannst, sondern vielleicht dich mit Menschen zusammenzutun, die weiter sind als du, die schon mehr Erfahrung haben als du. Aber du wächst dann mit und bei dem Projekt. So, das waren meine 10 Gebote für Immobilieninvestoren. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was dabei gelernt. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie rein in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, dann Daumen nach oben, und wenn es noch nicht passiert ist, dann abonniere jetzt meinen Kanal.